Glaubt's mir oder nicht, das hier ist eine Grille. Nur wenn diese Grille zirpt, ist es etwas lauter als beim namensgebenden Insekt. Willkommen in der Nockenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar und Freunde, heute bauen wir aus dem Hause Kobi, wer hätte es gedacht, aus der Historical Collection World War II das Sonder-Kfz 138-1. Die Grille in der Ausführung M im Maßstab 1:28. Stellt euch das so vor, wir haben ein Fahrgestell eines tschechischen Panzers und klatschen obendrauf ein schweres Infanteriegeschütz. Das waren schon ein paar Fakten. Schauen wir uns zuerst aber mal den Inhalt dieses Kartons auf meinem Bautisch genauer an. Zirp, zirp, zirp. Grillen hört man oft ja in Sommermonaten zirpen, aber wir trauen uns was, wir klemmen eine Grille im Winter, denn da ist das Fahrzeug ja auch bei Kobi veröffentlicht worden. Aus der Historical Collection World War II, das Sonder-Kfz 138-1, die Grille in der Ausführung M, Katalognummer 2665, im Maßstab 1:48, bestehend aus 27 Steinchen mit einer Minifigur. Und Altersempfehlung, klemmt es, wenn ihr 9 Jahre plus seid. Ich denke, das kriegen wir hin. Schauen wir uns die Rückseite an unserer fahrenden Haubitze. Wir sehen hier, dass wir den Kampfraum natürlich betreten können. Wir können in den Motorblock schauen, indem wir hier auch die Abdeckung abnehmen. Und wir haben einen Motor in schön Metallic da und einiges an Drucken, auch wenn es nicht auf den ersten Blick so scheint. Fakten bekommt ihr gleich. Wir sehen natürlich, das Fahrzeug hat ein Fahrwerk, das aus der Tschechei kommt, aber das bekommt ihr natürlich gleich bei den Fakten. Ich wollte dieses Fahrzeug früher immer mal mocken im Maßstab 1:35. Umso mehr spornt es mich an, jetzt hier die Version im Maßstab 1:28 auf meinen Bautisch zu haben. Ich lasse diese Grille, und Grillen können ja fliegen, jetzt einmal fliegen, damit wir uns den Inhalt des Kartons genauer anschauen können, liebe Freunde. 27 Steinchen sind auch nicht viel, deswegen haben wir eine mäßig gefüllte Tüte 1 und eine noch weniger gefüllte Tüte 2 und eine Anleitung in DIN A4 in Hochglanz hier auf meinen Bautisch mit unserer Grille. Natürlich klammergebunden. Wir schauen uns die Anleitung an, legen mal die Tüten zur Seite, denn wichtig ist ja, was uns die Anleitung hier verheißt. Natürlich, wie immer in letzter Zeit bei Kobi, auf der ersten Seite, quasi auf der Rückseite, bekommen wir auch die Rückseite des Kartons gespiegelt. Zum Vergleich, hier, da ist also dasselbe. Wichtiger Punkt, immer bevor ihr jetzt anfangt mit der Tüte 1 zu klemmen, ich lege sie trotzdem nochmal hier auf den Bautisch, die brauchen wir ja gleich. Schaut zuerst, wenn ihr nicht so der erfahrene Kobi-Bauer seid, schaut zuerst in die Legende. Denn Kobi-Steine sind zwar kompatibel zu allen gängigen Systemsteineherstellern, aber haben halt andere Formen, andere Winkel und auch manchmal andere Funktionen. Dann dürft ihr diese Tüte aufreißen und drauf losklemmen. Sortiert euch das, wie ihr wollt. Hangelt euch von Baustep zu Baustep. Ihr seht, dass der aktuelle Baustep immer farblich ist und das davor gebaute immer farbentsättigt. In diesen Rechtecken mit runden Kästchen seht ihr die Steine, die ihr braucht, und Pfeile weisen euch sowieso den Weg, was ihr klemmen müsst. Ab und zu gibt es so kleine Fensterchen, die euch noch mehr Sachen erläutern, und es gibt ab und zu Anlegehilfen, dann braucht ihr gar keine Noppenzählen, oft bei Fliesen. Und fertig seid ihr dann natürlich irgendwann, wenn ihr noch die Bautüte 2 aufgerissen habt, mit den Baustep, da sehen wir es, 141, indem wir quasi den Motor in das Fahrzeug stecken und dann verschließen bzw. überbauen mit der Panzerung. Ein schönes Set, ich freue mich richtig drauf. Ich habe es euch gesagt. Auf der letzten Seite dann noch traditionell die Steine, die verbaut wurden. Wenn ihr mocken wollt, ist es immer ziemlich wichtig zu schauen, welche Steine hat das Set. Aber eher, wenn euch ein Stein fehlt, was auch bei Kobi mal vorkommen kann, dann könnt ihr hier die Nummer notieren und hier unten bei Kobi auf der Webseite beim Servicebereich monieren. Die Minifigur bekommt auch eine kleine Extra-Anleitung, denn früher war das oft nicht so, da muss man laut Kartonbild immer raten. Und dann haben wir natürlich etwas Werbung.
Aber Werbung will ich eigentlich nur jetzt für etwas machen, was jetzt kommt, nämlich für den Speedbuild. Da wünsche ich euch nämlich viel Spaß bei den Fakten und mir beim Klemmen, liebe Freunde. Speedbuild-Zeit ist Faktenzeit. Heute schauen wir uns ein Fahrzeug an, das weniger durch Panzerung oder Eleganz aufgefallen ist, sondern durch seine kompromisslose Feuerkraft. Das Sonder-Kfz 138-1, die Grille in der Ausführung M. Die Grille, so sprechen wir das Fahrzeug heute einfach mal aus, entstand aus einem ganz praktischen Problem der deutschen Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg. Die Infanterie benötigte mobile Artillerie, die schnell nachrücken, Stellungen zerschlagen und direkt im Gefecht unterstützen konnte. Gezogene, schwere Infanteriegeschütze waren dafür zu langsam und vor allen Dingen zu unflexibel. Die Lösung war der Einbau eines schweren Geschützes auf ein vorhandenes Kettenfahrzeug. Als Basis dient das bewährte Fahrgestell des Panzerkampfwagen 38T, ursprünglich tschechischer Herkunft. Dieses Fahrgestell galt als zuverlässig, wartungsarm und war bereits in großen Stückzahlen vorhanden. Darauf montierte man die eigentliche Hauptwaffe der Grille, das schwere Infanteriegeschütz 33. Dieses Geschütz hatte ein Kaliber von 150 mm und war ursprünglich für den Einsatz als gezogenes Infanteriegeschütz konzipiert. Es verschoss schwere Sprenggranaten mit enormer Wirkung gegen Feldbefestigungen, Bunker, Häuser und Infanteriestellungen. In der Grille wurde das Geschütz nur leicht angepasst, behielt aber seine enorme Durchschlags- und vor allem Sprengkraft. Die Ausführung M, wobei das M für Mitte steht, war die weiterentwickelte Version der Grille. Im Gegensatz zur früheren Ausführung H lag der Motor nun im Heck. Dadurch konnte das Geschütz weiter nach hinten verlegt werden, was die Gewichtsverteilung verbesserte und den Kampfraum ergonomischer machte. Gleichzeitig wurde die Silhouette etwas niedriger, was die Überlebenschancen im Gefecht erhöhte. Die Besatzung bestand in der Regel aus 5 Mann. Fahrer, Richtschütze, Ladeschütze, Geschützführer und ein weiterer Bediener der Bewaffnung. Geschützt war die Mannschaft allerdings nur sehr eingeschränkt. Die Panzerung trug vorne maximal 15 mm, seitlich oft weniger und der Kampfraum war nach oben und hinten offen. Die Grille war also kein Fahrzeug für den direkten Fronteinsatz. Und genau hier liegt die Nutzungsart der Grille. Sie war als mobile Infanterieunterstützung gedacht, nicht als Sturm- oder Durchschlagspanzer. Eingesetzt wurde sie meist aus gedeckten Stellungen oder aus der zweiten Linie heraus. Von dort aus beschoss sie feindliche Stellungen im direkten Richten oder im indirekten Feuer über kurze Distanzen. Das schwere Infanteriegeschütz erlaubte es, Ziele zu bekämpfen, die für normale Panzerkanonen schwer oder gar nicht zu erreichen waren. Besonders im Häuserkampf, in bewaldetem Gelände oder bei vorbereiteten Verteidigungsstellungen spielte die Grille ihre Stärken aus. Gegen feindliche Panzer war sie nur eingeschränkt vorgesehen, konnte aber mit Sprenggranaten dennoch gefährlich werden. Ein großer Nachteil war die Munitionskapazität. In der Grille selbst konnten nur rund 20 Schuss mitgeführt werden. Das machte sie stark abhängig vom Nachschub. Deshalb wurden spezielle Munitionsfahrzeuge auf demselben Fahrgestell eingesetzt, um die Grille im Gefecht zu versorgen. Ohne diese Unterstützung war ihre Einsatzdauer sehr, sehr begrenzt. Produziert wurde die Grille in der Ausführung M hauptsächlich in den Jahren 1943 und 1944. Insgesamt entstanden etwas über 200 Exemplare dieser Version. Eingesetzt wurde sie vor allem an der Ostfront, aber auch in Italien und im Westen Europas, meist in schweren Infanteriegeschützkompanien der Panzergrenadier- und Panzerdivision. Zusammengefasst war die Grille in der Ausführung M ein typisches Fahrzeug des späteren Krieges. Keine starke Panzerung, keine hohe Geschwindigkeit, aber maximale Feuerkraft auf engstem Raum. Sie war ein Werkzeug für gezielte, vorbereitete Einsätze, roh, laut und effektiv. Und damit, liebe Freunde, jetzt aber nicht roh, nicht laut, sondern ganz leise und entspannt und damit zurück an den Bautisch, wo wir uns das Kobi-Set 2665 nun genauer anschauen. Freunde, viel Spaß dabei.
Nach 2 Stunden und 8 Minuten Bauzeit steht sie da, unsere Grille, das Sonder-Kfz 138-1 aus 27 Steinchen bestehend im Maßstab 1:28, natürlich aus der Historic Collection World War II von Kobi. Ich habe euch hier auf den Bautisch nochmal 3 andere Fahrzeuge gestellt, die alle eine Geschichte mit diesem Fahrzeug haben. Zuerst natürlich hier unser Panzer 38T, das Set 2664, die Limited Edition, ganz klar, weil das Fahrzeug natürlich hier der Wannengeber für die Grille ist, das berühmte Laufwerk des 38T. Aber das soll gar nicht heute hier der Hauptfaktor sein, deswegen nehmen wir ihn auch mal schnell aus dem Bild, denn wir wollen uns ein bisschen mehr fokussieren auf die Schwestern im Geiste, so nenne ich sie mal, wie hier den berühmten Sturmpanzer 4, den Brummbär aus 2019 von Kobi, das Set 2514. Warum, weshalb, wieso, da komme ich gleich dazu. Und ganz rechts haben wir hier unseren Sturmpanzer 2, Bison 2 auch genannt, aus 2020, das Kobi-Set 2528. Und ja, warum stellt der Blockstar diese hier mit in diesem Review noch einmal vor? Natürlich, um darauf hinzuweisen, dass ich diese Sets schon mal gebaut habe und ihr oben im Rechteck ihr draufklicken könnt auf meine Kobi Playlist. Da könnt ihr euch die Reviews zu diesen Fahrzeugen anschauen. Und hauptsächlich, weil alle 3 Fahrzeuge hier etwas gemeinsam haben, nämlich ein 15 cm schweres Infanteriegeschütz verbaut, das 15 cm SIG. Das Geschütz, was hier auch die Grille zur Grille macht in der Ausführung M. Deswegen dachte ich mir, wäre es doch ganz gut, euch hier die Kobi-Sets aus vergangenen Jahren, 6 bis 5 an der Zahl, hier auf den Bautisch zu stellen. Wollen wir mal in der Form noch bleiben, hier das Sonder-Kfz 166, während wir hier ja 138-1 haben. Das so am Rande. Dann wollen wir in das Review einsteigen. Ein paar Steinchen, die sind übergeblieben. Hier sogar so ein Rohrteil, dann Kettenglieder und ein paar Stangen. Sogar eine sehr lange, finde ich. Gut, Steine, die über sind, kann man ja nie genug haben. Generell zur Bauanleitung kann ich nur sagen, ähnlich wie beim schon eben erwähnten und kurz gezeigten 2664, den Panzer 38T, hat der Bau sehr Spaß gemacht. Wir bauen es ähnlich. Wir bauen also wieder Snot on Top. Das heißt, wir bauen, ich zeige es euch wieder hier so liegend, einmal unten die Basis der Wanne, also wir bauen sie eigentlich so hoch wie eine Mauer. Wir sehen schon mit Bauringsumkehr, Stop und Tot kommen hier die Noppen. Dann haben wir es liegend und da bauen wir dann mit Plates das Fahrzeug auf und bauen dann auch ganz normal hoch. Interessant ist die Bauweise dann später, wenn wir Richtung Verkleidung kommen des Motors und auch generell hier des, ja nicht Hecksporns, aber der Anbauten und vor allen Dingen auch der Abgasanlage, das zeige ich euch gleich. Das macht richtig Spaß. Der Motor ist hier vorne so versetzt drin. Ich habe euch in den Fakten ja auch erzählt. Um da ranzukommen, muss man hier so eine Art ja, Zapfen rausnehmen, ein bisschen was abbauen. Und dann ist ganz interessant, die Panzerung vorne oder die Verkleidung vielmehr des Geschützes. Generell auch hier die Aufhängung des Geschützes ist sehr schön zu bauen. Aber ich meine hier, ihr seht schon, hier sind so Lücken. Da sieht man sie und da gucken kleine Kugeln raus, weil wir dann hier diese Panzerung mit Balljoints reindrücken. Das gefällt mir. Also das, was wir so Panzerung nennen können. Ihr wisst, was ich meine, in Anführungszeichen, denn dieses Fahrzeug war ja nur leicht geschützt und nach oben offen. Das habe ich euch ja in den Fakten erzählt. Wir packen jetzt mal die Anleitung zur Seite, denn wir wollen uns ja auf das Fahrzeug konzentrieren und auf seinen ja, Offizier, der dabei ist. Bleiben wir in der Ordnung halber beim Typenschild. Typische 2x6er Fliese, bedruckt, schwarz auf weiß, Maßstab 1:28 auf einem Hinge-Element. Klassiker bei Kobi, finde ich gut, aber richtig gut finde ich, Freunde, diese Figur des Offiziers, des Artillerieoffiziers in der typischen Waffenfarbe der Artillerie. Ihr könnt es erkennen an der Mütze, rot, Weinrot, Bordeaux und auch an den Kragenspiegeln könnt ihr es sehen. Er hat auch ein EK, ihr seht es hier am Revers hängen und auch ganz, ganz klein, da kann man es erkennen, ein allgemeines Sturmabzeichen der Wehrmacht. Hier der Adler mit den gekreuzten Seitengewehr und der Handgranate, meine ich.
Also eine coole, interessante, bedruckte Figur vom Torso auf jeden Fall. Hier mit der Heeresjacke, grüne Hose und den Stiefeln und dem Dienstglas. Und dann dem relativ neutralen Gesicht, fast glasiger Blick, möchte ich mal behaupten, mit diesen weißen Punkten als in den schwarzen Löchern, die wir hier Augen nennen. Also eine sehr interessante Figur. Kommen wir aber zum interessanten Fahrzeug, das sich leider hier nicht so gut rollen lässt, liegt einfach an der Glätte, ist beim 38T bei mir genauso. Übrigens hat er immer eine Schwäche, dass man ihn hier an der Seitenverkleidung nicht so gut anfassen sollte, dann bricht die immer ab. Hier nur so kleine Fliesen, aber hier, ihr seht, das ist dem Laufwerk geschuldet und meiner glatten Oberfläche, denn sonst eigentlich läuft das sehr, sehr rund. Ihr hört es vielleicht, ihr seht es vielleicht. Ich mag diese Räder hier, gefällt mir sehr gut. Hier auch nochmal die von mir erwähnte Bauweise und ja, da ist was rausgeflogen. Die Artillerie, die stecken wir nämlich hier rein und das gefällt mir nicht so gut. Die fliegt rum, aber das zeige ich euch gleich, wenn wir soweit sind. Gucken wir uns das Fahrzeug an. Da waren wir stehen geblieben. Wir haben ein paar Drucke, Balkenkreuz und Tarnung hier auf der großen Fliese. Hier oben am Fahrererker haben wir Sichtschlitze und hier diese Klappe haben wir angedeutet. Und dann hier auch wieder das Balkenkreuz, was ich gesagt habe. Und innen drinnen hier sogar die Verstelloptik des schweren Infanteriegeschützes. Das finde ich ganz cool. Wir können hier die Klappe hinten aufmachen zum Kampfraum. Hier sind die Verstrebungen und die cool gebaute, von mir erwähnte Abgasanlage. Das gefällt mir auch gut. So wie hier der Spaten, die Zange und so weiter. Und generell, ich habe es euch gesagt, hier die Aufhängung des Geschützes, das gefällt mir auch sehr gut. Was ein bisschen tricky ist, und das wollte ich euch sagen, ist, wenn man hier an den Motor möchte, dann muss man nämlich hier diese Klappe abbauen. Diese möchte gern Luke, sagen wir es mal so. Da ist ja nur mit so einer Rounded Plate gemacht. Und dann haben wir hier drinne, und am besten machen wir die Zange auch weg, diesen Zapfen, was ich euch gesagt habe, damit wir an den Motorraum kommen. Und da muss man nur so ein bisschen wackeln und dann kann man das hier so rausnehmen und dann kommen wir dort dran an den Motor und da ist dann der Motor und dann können wir ihn auch so rausnehmen. Ihn reinzukriegen ist sehr, sehr tricky. Rauszunehmen ist dann etwas einfacher. Da haben wir den Motor, wie wir ihn auch schon beim Panzer 38T kennen. Schön metallic, schön bedruckt, sehr farbenfroh für einen Kubi-Motor. Wir haben braun, schwarz, metallic. Wir haben hier das dunkelgrau, die goldenen Bolzen und hier oben die Ventildeckel bedruckt. Richtig cooler Motor. Schade, dass wir keinen Stand dabei haben wie beim 38T, aber der ist ja auch eine Limited Edition. Also hier haben wir unseren Prager EPA Motor. Den lege ich an die Seite. Das merken wir uns, das brauchen wir, um das Fahrzeug wieder vollständig zu machen. Wir haben sonst hier drinnen keine Aufbauten. Ihr seht nur, dass mir eine Granate entgegengekommen ist, denn die sollen wir dort rein stellen. Ich wackel mal, es sind nämlich noch mehr drin. So, wir klemmen die Granaten hier rein in diese zwei Plates hohen 1x1er. Die holen von Kobi. Kobi-Steine haben ja keine Namen, die haben ja eigentlich eher Nummern. Und ihr seht vielleicht, da haben wir auch welche gesteckt. Hier haben wir eine gesteckt und da in diese Freiräume, da sollen wir dann diese Granaten reinstecken, aber wir können sie nicht stecken, wir können sie nur legen, denn der Platz ist halt nicht so eng und dementsprechend fliegen sie rum und durch diesen Rahmen hier oben, ihr seht es, kann man es nur so reinfallen lassen und wenn ich wackle, da ihr seht es, die labbern so ein bisschen rum. Ist aber geschenkt, ist mir jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist halt, was ich euch gesagt habe, hier das Geschütz mit seinem Verschluss, das ist ziemlich cool geworden. Hier kommt es drauf, da sehen wir die ganzen Rückstoßmechanismen und hier halt auch die Einstellung bedruckt. Das gefällt mir. Den kleinen Raum hier gut genutzt mit Details. Also ein schönes Fahrzeug, schön auch hier dieser Verstellmechanismus, sieht sehr realistisch aus. Ich packe euch ja immer ein paar Originalfotos in die Reviews rein, habt ihr vielleicht am Anfang gesehen. Das gefällt mir. Generell ein sehr interessantes Fahrzeug. Ich hoffe, die Fakten haben euch gefallen. Mir gefällt auch die Farbe hier mit diesem Senfgelb und diesem Olivgrün. Und auch hier mit den Wagenheber. Da nochmal ein Stab, wahrscheinlich zum Reinigungsmechanismus gehörend oder für das Rohr. Und hier hinten hat, wie gesagt, die Abgasanlage ist richtig gut gelungen. Also ein schönes Fahrzeug, was wirklich 2 Stunden ein paar zerquetschte Spaß gehabt hat oder Spaß gemacht hat beim Bauen. Ich hoffe, das Fahrzeug hatte auch mit mir Spaß beim Bauen. Lediglich doof ist halt hier das mit diesen Granaten hier so rein
friemeln, damit das hier passt. Wobei ich euch mal kurz zeigen kann, wie diese Seitenpanzerung aufgebaut ist. Ihr seht es nämlich hier mit Hinge-Elementen. Ich mache es mal ab. Da. Also hier ist das Hinge-Element, das dann hier seitlich so dran gemacht wird. Und dann kann man auch sehen, wie diese Granate hier eigentlich so rein soll, nämlich hier einfach hingestellt. Und da ist dieser Zapfenmechanismus für diese schräge Seitenpanzerung vorne, die Verkleidung am Geschütz. Dort mit einem Balljoint kommt es dann rein. Und das finde ich ziemlich interessant. Ich mag solche Bautechniken. Hier mit diesen schrägen wird es dann auch schön dreieckig, typisch für diese Fahrzeuge. Was ich nicht mag, ist halt ja hier sowas einfach lose reinzulegen, vor allem wenn es nicht ganz passt. Ist aber ja Jammern auf hohem Niveau. Das Fahrzeug geht ja eh bei vielen und wahrscheinlich genauso wie bei mir ins Regal und dann bleibt es dort erstmal. Jetzt klemmen wir es wieder hier zu, na, da fällt es raus. Egal, ihr bekommt gleich auf jeden Fall Detailbilder, dann ist das Fahrzeug wieder schön zusammengebaut und auch im Abschluss beim Fazit bauen wir es wieder zusammen. Es ist schön, dass Kubi hier sowas beilegt. Wir sehen sogar auch hier fast schon, wenn ihr meine Fakten gelauscht habt, fast schon in der richtigen Anzahl, wie viel Munition dieses Fahrzeug wirklich mittragen konnte. Und ja, dass es halt jetzt hier so lose ist, dass es nicht genau passt. So what? Es ist ja kein Spielzeug in dem Sinne. Ja, so haben wir es wieder fast zusammengebaut. Jetzt kommt gleich der Zapfen noch da rein. Und, beziehungsweise habe ich es schon gemacht. Ich meine, ich muss den Zapfen noch ausrichten. So, zack. Und jetzt bauen wir gleich noch hier vorne alles wieder zusammen, wie es sich gehört. Und dann schauen wir uns gleich Detailbilder an, Freunde. Die kriegt ihr ja immer von dem Fahrzeug in seinem richtigen Zustand zusammengebaut. Und im Fazit bekommt ihr es ja gleich auch wieder ordentlich zusammengebaut. Diese kleine Grille, ich habe immer meinen Black mit der zirpenden Grille so irgendwie im Kopf. Die gefällt mir richtig gut. Das ist mal ein anderes Fahrzeug und ich bin sowieso Fan, und ich glaube, das habt ihr schon gehört, des Fahrgestells bzw. des Panzers 38T. Auch da lege ich euch gerne das Review dazu noch einmal ans Herz. Auch wie gesagt oben rechts in der Ecke, da findet ihr hier alle meine Kubi-Reviews. Und während ich hier so rede, Freunde, seht ihr, habe ich das Fahrzeug auch wieder zusammengebaut. Wenn ich was im Review vergessen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn ihr noch eine Ergänzung habt, lasst es mich gerne wissen. Und jetzt, Freunde, wie versprochen, die Detailbilder. Und dann schauen wir uns zum Abschluss nochmal in die Augen. An dieser Stelle eine kleine Danksagung an alle Kanalmitglieder, die mir helfen, diesem Kanal algorithmustechnisch zu pushen und auch den Kanal auf eine breitere finanzielle Basis stellen. Vielen lieben Dank für jeden einzelnen von euch, aber auch ein generelles Danke an jeden Kommentarschreiber, an jeden, der die Videos guckt, an jeden, der einen Daumen hoch gibt, an jeden, der ein Video liked. Vielen lieben Dank an die gesamte Blockstar-Community. Ihr seid die Geilsten. Ja, Freunde, während ihr hier, wie eben gerade erwähnt und natürlich versprochen, so sicher wie das Amen in der Kirche, ihr Detailbilder bekommt, gibt es nochmal ein paar Fakten, ein paar allgemeine Fakten zur Artillerie im Zweiten Weltkrieg, die ja eine wichtige Waffengattung innerhalb der Wehrmacht war und oft als das Rückgrat des Heeres bezeichnet wurde. Die Hauptaufgabe bestand darin, feindliche Stellungen zu zerschlagen, Angriffe vorzubereiten und natürlich eigene Truppen im Gefecht zu unterstützen. Zum Einsatz kamen unterschiedlichste Geschütze, von leichten Feldhaubitzen über schwere Kanonen bis hin zu Mörsern mit sehr steilen Schusswinkeln. Besonders verbreitet war die 10,5 cm leichte Feldhaubitze, die ich euch von Kubi hier auch schon vorgestellt habe. Diese war flexibel einsetzbar und hatte eine gute Balance zwischen Reichweite, Feuerkraft und Beweglichkeit. Für größere Entfernungen und massive Feuerwirkungen standen schwere Haubitzen und Eisenbahngeschütze zur Verfügung. Ein entscheidender Vorteil der deutschen Artillerie lag in der guten Organisation innerhalb der Feuerleitung. Beobachter an der Front, oft in vorgeschobenen Stellungen, konnten das Feuer präzise lenken und schnell anpassen. Dadurch war es möglich, konzentrierte Feuerüberfälle durchzuführen, die den Gegner überraschten und demoralisieren sollten. Mit fortschreitendem Krieg zeigte sich jedoch auch die Abhängigkeit von Zugmaschinen, Munition und Nachschub. Besonders an der Ostfront führten extreme Wetterbedingungen und lange Distanzen zu erheblichen Problemen. Man darf nicht vergessen, dass viele dieser Geschütze immer noch von Pferdegespannen gezogen wurden.
Trotz technischer Qualität und taktischer Erfahrung konnte die Artillerie diese strukturellen Nachteile zunehmend nicht mehr ausgleichen. Dennoch blieb sie logischerweise bis Kriegsende ein zentraler Bestandteil der deutschen Kriegsführung. Oft weniger spektakulär als Panzer oder Flugzeuge, aber entscheidend für den Ausgang vieler Gefechte. Ja, Freunde, das war nochmal ein grober zusammenfassender Text über die Artillerie von mir für euch geschrieben. Ich packe euch in die Videobeschreibung nochmal ein tolles Video eines Fachmanns zum Thema deutschen Artillerie. Und jetzt schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich mir einen Sommer herbeisehne, bei dem wir wieder Grillen zirpen hören, aber nicht diese hier, die soll schön im Museum bleiben, beziehungsweise das hier kommt gleich in mein Regal. Ich bin Riesenfan davon, dass Kobi hier den Panzer 38T in verschiedenen Varianten jetzt rausgebracht hat, und ich würde mir wünschen, dass, wenn wir im Maßstab 1:28 bleiben, vielleicht noch die ein oder andere Version dazu kommt, zum Beispiel ja auch ruhig einer Grille in einer anderen Ausführung, H oder so zum Beispiel. Oder die Marder-Varianten. Genug Vorlagen gibt es da draußen, ja. Was meint ihr? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Lasst wirklich gerne einen Kommentar da. Ich kann euch jetzt auf die Kommentare sogar mit Sprachnachrichten antworten. Somit kriegt ihr sogar eine direkte Antwort auf eure Feedback, die ihr mir hier geben könnt. Ist ja sowieso so, dass ich auf jeden Kommentar antworte, denn ich mache das hier ja zum Austausch mit euch da draußen. Lasst es mich also wissen, was ihr von diesem Fahrzeug von Kobi und vielleicht auch seiner Preispolitik hält. Denn der Preis von 50 € für knappe 800 Steinchen ist ja auch, ja, fast human, möchte ich mal behaupten. Wir haben da bei Kobi auch schon Schlimmeres gesehen. Aber das ist nur meine Meinung. Lasst es mich gerne wissen. In diesem Sinne, Freunde, eine Grille macht noch keinen Sommer. Gute Fahrt, denn wir haben hier ja ein Sonder-Kfz. Auf Wiederbauen, euer Freund, der Blockster.